Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fate Extra. Ich bin das heute am Simafix. Beim letzten Mal ist was sehr Interessantes geschehen. Wir waren in der Arena und wurden auf einmal mit mysteriösen Visionen geplagt. Dies waren Erinnerungen von Julius Haraway, den wir eigentlich in der 6. Runde getötet haben. Da wir ihn besiegt haben, sollte er vom Service-System gelöscht werden. Doch irgendwas ist damals schon Merkwürdiges geschehen und er hat es geschafft zu überleben. Doch nun, glaube ich, hat sein letztes Dünnchen geschlagen. Er und sein Assassin, der zu einem Assassin-Berserker-Monster geworden ist, haben uns angegriffen und glücklicherweise konnten wir diese besiegen. War eigentlich gar nicht mal so ein harter Kampf. Er hat aber über uns gemeint, dass wir in Wahrheit schon, wir wussten zwar schon, dass wir in Wahrheit tot sind und gar nicht mehr leben, dass wir keinen Körper mehr haben, wo wir zurückkehren können. Das ist unserem guten Maxi Maxi Shepard. Maxi Shepard ist es natürlich klar, aber uns ist nicht klar, dass wir nicht aktuell gestorben sind, sondern vor 20 Jahren scheinbar. Als diese große Katastrophe passiert ist, von der uns hier unter anderem schon drin erzählt hat. Ach, und das ist auch der Grund, wieso uns diese Visionen so plagen. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was der gute Julius hier mit seinen letzten Wörtchen zu sagen hat. Und der arme Assassin, Mann, der tut mir echt leid, Mann, der war so cool, Mann. Und jetzt wird er so ein Monster. Assassin, Ruhe und Frieden, mein Freund. With a ground-shaking roar of a bestial rage, the one fiercest martial artist disappeared into the sky. Liu Shouban, considered by many to be one of the greatest masters in the history of Bajikan. Though he dedicated his life to martial arts, he was undone by the karma his acts of violence demanded. Julius, normally refined, features contoured as the command seal on the back of his hand glow deep red. Unable to withstand the pain that surged through his body, Julius hunches over. I can barely watch as he writhes in pain. It's too late to help. Julius commands to disappear one by one, and his body collapses upon itself. I cannot bring myself to strike the finishing blow, despite the fact he tried to kill me many times before. I can't kill him as he is now. The person from who this body of mine is copied from might have lived their life much like he did. His eyes slowly open. So, this is the end. Julius' breath is deep. Indeed, there's no longer the madness of bloodlust tingling in his eyes. There's serenity in your eyes, though I cannot understand why. You actually have some pity for me. As his shoulders move in time with his labored breathing, Julius looks up in the sky of this empty world, covered by the waters of the virtual sea. Remember the question you asked me before the elimination battle? Why do you kill? You were right, you know. That's exactly what you guessed. The Holy Grail, the Haraways, none of that ever really mattered. When I was young, only one person ever showed me love. Me, who had never been loved before. No one can live without love, not even someone like me, whose life had no value otherwise. There was a woman who taught me that my life had value. She died without any warning. It was so sudden. In order to secure Leo's inheritance, her family had her assassinated. Her final request to her killer was that they protect Leo, my brother. I cannot longer clearly remember the exact events. Looking back on it, the whole incident seems so surreal. I liken it to a badly made movie, poorly made, laughably acted, and generally done in a poor taste. Julius isn't looking in my way, he's now deep in his memories. But since then, the purpose was clear. I would work to grant her final wish, and then join her death. People began to despise me, like I was an evil spirit whose hands were forever tainted with blood. But I could accept it, because I'm trying to grant her wish, add the motivation in life. But you, while destroying my cause, you didn't finish me off. Why? It seems like you wanted to be saved. I've been more away by Julius than by any other opponent. But inside his ferocity lay a deep melancholy. Behind his frozen gaze I sense a man crying out for rescue like a helpless infant.
I just wanted someone to rescue me. Maybe I did. Julius cast his eyes down. I feel like I've been lost in the darkness, alone ever since birth, never considering that there might be hope or another path. My whole life I've been an insect, desperately drawn to a single light far ahead of me. But maybe my life wasn't all that bad. It's bright here. If I could be born one more time, I may live the same way again. Even my dark journey ends in pain. It means everything to see a light at the end of the path. A yellow light can be seen reflected of the eyes of Julius' raised head. Maybe he's seeing the only persons who can truly save him. I can only hope that's the case. I'm sad that I'm powerless to anything for him myself. Shepard, you are crying for me. I had forgotten the beauty that such a gesture can hold. No, don't shed tears for me. Before his finger reaches my cheek to wipe away the tears, it melts away into thin air. Ugh! It's time. My heart cringes as his hands and his feet lose color and become translucent as teardrops. And then, with a faint smile spreading across his lips, Julius disappears without a trace. Julius Harvey. Ein Rätsel für sich selbst. Ein eiskalter Mörder, hinter dem doch etwas mehr steckt, als ich vermutet hätte. Und diese Scheißbarrieren sind immer noch da. Naja, dann wird uns noch nichts anderes bleiben, als für heute die Arena zu verlassen. Und am Ende muss ich sagen, ein ganz klein bisschen Mitleid hatte ich ihn auch. Es macht sicher nicht alles wett, was er jemals getan hat, aber ein wenig Sympathie hatte ich ihm doch hier noch entgegengebracht. Ja gut, Leute. Erster Tag, erstmal einen dicken Bossfight gehabt und immer noch nichts über unseren Gegner erfahren. Sehr gut. You did splendidly with that spectre we found in the arena. In fact, I'm more unaware that we have not yet encountered our opponent in the arena. I don't believe that Princeling would plot anything nefarious, but one can never be too cautious. So, 75%, keinen einzigen Schatz, weil die alle versteckt waren. Und Level 35 ist das Level, was wir für unseren nächsten Boss verbrauchen. Ist ja geil, Mann. Wir sind schon Level hier. Du hast Illusions. Servant Status, okay, cool, haben wir auch abgeschlossen. Wird sicher irgendwann mal noch wichtig werden. Vielleicht kommt Julius nochmal hier in seiner nächsten toten Form und rettet uns. Wer weiß. Bezweifle ich jetzt mal, aber wer weiß. Gut, vielleicht kommt er nochmal. Man weiß nie. Inzwischen weiß ich überhaupt nichts mehr. Wir sind gar nicht am Leben, Mann. Rin, wir sind vor 20 Jahren gestorben. Das heißt, wir stehen auf jüngere Mädels, Mann. Ich meine, wir stehen auf Rin, das ist ja offiziell bekannt, aber das ist unser Held. Auch 20 Jahre schon davor. 20 Jahre älter, theoretisch als die Rin. Das ist natürlich nicht so gut. Müssen wir gleich mal mit dem bereden. The assassin appears for the third time. Only in the Holy Grail world could I met such an opponent. Saber had told me not to worry too much about it, but still I cannot help but to think on it. His life was his own. To think otherwise is nothing more than an attempt to assault one's conscience. Regardless of his history or his purpose, he was nothing more than a cold-blooded killer. Es ist so, wie sie sagt, aber besser macht es trotzdem nicht. In fact, he himself insisted on being seen as such. That is all I have to say. Just remember that such a person once existed. That may be true. Just like Saber says, Julius' life was his own. I can't take responsibility for how he led it. Exactly. I knew you'd see the wisdom in my words. Let us go. Our next fight starts now. I nod in acknowledgement of Saber's words. Now that I think about it, I haven't told Rin about Julius. I wonder if she is around today. I think I go see her later. Genau, weil Rin ist immer das allererste, was wir fragen müssen. Und Tiger, Mann. Tiger hat uns noch gar keine neue Quest gegeben. Vielleicht hat sie keinen Bock mehr. So, als allererstes wir müssen da anfangen, wo wir immer anfangen. Erstmal Saberlein. Saberlein, wie geht's dir heute? Spikusei. ところで、きちんと数えているか?
奏者よ。ここがコロッセオでないのが悔やまれる。観客さえ確かなら世のライオン裸締め殺しを上回る伝説が生まれたであろうに、まったく惜しいことだ。Wait a sec. Did I just hear what I think I heard? Saber ist bei die Arena gegangen und hat nackt einen Löwen dressiert. Aha. The lion is fine. The killer. That's cool. But wasn't something indicted sandwiched in there? なんだそのかわいそうな子を見るような目は。ライオン裸締め殺しだ。こう獅子の首を右脇に抱えてゴキリと首の骨をだな。She snapped its neck. She snapped a lion's neck. My Saber, with her light, slender body, snapped the steely neck of a lion? And we're talking before she became a legendary soul? Right? それはその形には素早く持っていったのだが。Saber looks away sheepishly. Yeah, somebody was exaggerating. ちゃんと気絶させたぞ。誓って言うが、勝負は世の勝ちだったのだ。だが、頸骨はさすがに硬かったというか。Saber starts Bomberger scene, then trails off into silence. Thank God she's not some kind of lion dissipator, just some sort of an ancient pro wrestler. プロレスラーではない。ヘラクレスの世を真似ただけだ。あの男にできて世にできないはずがないと証明したかったのだ。まあ市民には不要であったが。Saber showed a slump at the unpleasant memory. But wow, what a megalomaniac emperor she must have been to view Heracles as a rival. Leute, ich muss immer wieder sagen, Saber ist der krasseste Charakter in diesem Spiel, Mann. Okay. Ey Leute, unser Protagonist, es war sehr schön geschrieben vom Spiel. Genauso wie ich es mir gedacht habe. Okay, eine Löwen bekämpfen, nein, kann sein, kann passieren, okay. Dann, diesen in der Arena zu bekämpfen und töten, okay, kann ich auch verstehen. Aber nackt stranguliert sie einen Löwen mit ihren bloßen Händen? Wie krass ist denn unser Saber, Mann. Okay, nicht leichter als das, Mann. Und mit dieser lustigen Szene, Mann, gehen wir erstmal wieder, Leute. Ich finde es so großartig, mich mit Saber zu unterhalten. Und schau mal, wie es mit der Arena aussieht. Gehen wir schon wieder in einer lastiven Pose da stehen. To think you actually made it this far. I was sure you'd die in the first round. The joyous expression on the girl's face is totally at odds with the sarcasm in her voice. However, I have to be honest with myself. Without her help, I would be dead by now. Or thinking about just how much she helped me, my true feelings inevitably slips out. Thank you for everything. It's only because of Rin's help that I managed to make it this far. Ich liebe dich, Rin. Idiot, what in the hell are you talking about? I was only looking out for myself, same as you. That's it, I wasn't doing anything for you. Okay, maybe I help you a little, but all of your victories were a result of your hard work. I had very little to do with them. Remember, the final battle still remains. Although Rin was blushing for a moment, it quickly faded as her mood turned serious again. She's right, the final await, and a deadly obstacle stands between me and the Holy Grail. I will only say this once, so listen as if your life depended on what I'm going to tell you. Leo and his servant are the trump card the Western plutocrats hope will get them to the Holy Grail. Their strength is such that even Lancer and I could not face them unaided. However, I can't explain why, but I have a feeling that everything will turn out okay for you. It's hard for me to say such a thing. Even odder is that although you're strong, I can't say how.
Remember, you're just as powerful as Leo. When the time comes to face him, do not hold back. Me? Powerful? I can't believe that Rin Tohsaka, of all people, would say that about me. Even more surprising is that she's sincere, considering how lost and clueless I've been at times. Her words mean everything to me. For the first time, I received praise from a fellow master. What? What's with the creepy smile? You look like you've just won the Holy Grail War. Now go! You should head to the arena. You're no longer have time to relax. She then hits me violently in the back, a solid dot followed by incredible pain. While trying to hide my smile at her embarrassment, I turn and leave the rooftop behind. Ach Leute, das ist immer wieder für eine gute Lache gut, aber ey, Saber, top. Sie ist in die Arena gegangen und hat nackt einen Löwenstrang gelegt. Fertig auf diese ganze... Jetzt leuchtet hier alles so, Mann. Bilde ich mir das ein? Kriege ich Augenkrebs oder so? Aber ich habe das Gefühl, die ganze Arena ist heller geworden. So. Ja, wir müssen jetzt hier langsam mal unsere Defense auch ein bisschen hochpushen, Mann. So. Gut. Weil wenn uns hier dann eine gute Gewinner mit einem Schlag niedersteckt, ist das natürlich nicht so optimal. Commentary. Ich möchte mal schauen, vielleicht haben wir hier coole neue Ausrüstung. By Phoneware. Silver Anklet. Greatly raises Servant's Magic. Defense. Physical Stun. This Hammer Signal. He's a P. Increase Movement. Raises Defense. More Range. Raises Strength. Paralyze. Field Attack. Okay. Haben wir alles. Jo gut, dann holen wir uns erstmal hier. Was ist das? Ressourcen? Na, das will ich ja nicht. So. Ether. Nein, komm, wo habe ich denn hier? Ether Fragment, Ether Crystal. Genau. Holen wir uns da nochmal 14 Stück. Damit wir mal schön pleite gehen hier. Aber das ist eigentlich wirklich das wichtigste Item, was wir brauchen. Ja, das ist schon wieder nicht mehr los. Wir können nichts machen. Ich meine, Leo wird uns jetzt wahrscheinlich nicht sagen, hey, servus, ich bin Leo. Ich habe hier einen einzigen Schwachpunkt. Deswegen können wir nur in die Arena gehen. I'm flabbergasted by Saber's meek pose. Her forward brows makes it clear something is bothering her. Master, why are you looking at me like that? Quickly, to arena. Although Saber seems to back me to normal, it's obvious that her bravado is slightly forced. If there is something bothering her, maybe I can help. Looking at her, I ask. Is something troubling you? Are you hungry? Nein. With a small gasp, Saber becomes almost immediately wide-eyed and frazzled at my question. How dare you question my resolve? Not even the gods themselves would intimidate me. But, I mean, I don't understand these feelings. They are beyond my experience. Saber takes a deep breath in an attempt to regain her composure, and then turns to face me. I began when I spoke to you of my past. Now, when we are alone, I feel not unwell, but odd. Without reason, my thoughts become unfocused and wonder what causes such an affliction. Saber's head drops almost as if in defeat. Is what's bothering her really that serious? Yes, it is. You may not notice, but I'm merely a construct generated by the moon cell. Normally heroes, I mean the situation for servants called in reality are slightly different. For us of the moon cell, there are conditions and obligations attached to our existence. Every servant created in the Seraph is required to protect the moon cell at any cost, even if it means the death of my master, but I cannot bring myself to obey this command. Saber delivers this last line in such a mumble, I find her childlike embarrassment incredibly cute. Ah, just forget it, and don't say a word. This is my problem. I will deal with it on my own. I wisely decide to hold my tongue, as is often said, silence is often the curse of wisdom. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Saber raises her head, and renewed passion our struggle burning in her eyes. I'm angry at myself. I fear my flaws will adversely affect your success in the coming battles. No, I will not allow my weakness to affect you, Master. Please forget that I said anything. With a fine line delivered in somewhat unsteady tone, Saber cuts off the conversation.
Although she made clear that I'm to forget it, it's not going to be easy to. The uneasiness in herself that Saber can't identify. I want to help, but I'm not sure how. Also, Sabers Ziel ist es, überall im Maße die Mondzelle, also wo wir uns eben befinden, zu beschützen. Auch noch über unserem Leben, also über ihrem Master. Doch Saber will das nicht machen, Mann. Sie hat sich ja verguckt, Mann. Das hat sie uns ja irgendwie schon mal gesagt, Mann. Und das ist ziemlich interessant. So, am Ende werden wir doch noch hier gegen das Serras-System an sich kämpfen müssen, was ziemlich interessant wäre. So. Sehr gut, Mendele. So mag ich das. Ja, genau. Of the doors in the arena that were sealed open at the same time. Julius must have somehow hacked the arena and blocked the passage. Master, we should be able to continue exploring. We need to make up for the time we lost yesterday. Ja, geil, Leute. Dürfen wir nicht vergessen, Mann. Wir sind eigentlich schon wieder voll im Verzug, Mann. Es ist schon wieder so schlecht dran, Mann. Erster Tag, nichts geschafft. Ich habe das Gefühl, an diesem Tag werden wir auch nichts über ihn, über hier, die er raufhält, Mann. Ich meine, wir wissen doch alles über ihn. Ich weiß nicht, wieso wir da noch hier, Informationen brauchen. Ich meine, okay, er ist Leo Harry, hier der plutokratische Supersohn, der hier die Welt führen will. Sein Servant ist ein Saber namens Gavin, der verfeindet ist hier mit Lancelot, der ja unter anderem in Fate Zero, was ich ja leider immer noch nicht gesehen habe. Ach, ich will mir die Blu-ray in nächster Zeit kaufen, Mann. Zack! Verfeindet ist und ja, das ist alles, was wir wissen, Mann. So. Oh, so stell mir das vor, Mann. Zack. Zack. Und, was kommt jetzt? Zack. Ja, im Endeffekt sollten wir jetzt hier Fate Zero anrufen. Servus, Fate Zero, ja, ich bräuchte mal Lancelot, Mann. Dann hätten wir eine Chance gegen Gavin, dass der einfach so ausrastet und wir ihn dann irgendwie von hinten heimtückisch abstechen können. So. Irgendwie so oder so ähnlich. Wo gehen wir denn lang? Ja, wir müssen hier da lang, okay. Haha! Hey Leute, in der Sekunde, wo er mich gegriffen hat, Mann, in der Sekunde, habe ich nochmal hier den Move mit Saber bekommen. Sehr schön eigentlich. Gut, also, die sind ja eigentlich nicht so schwer zu besiegen. Scheiße. 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 Du kleines... Alter! Wir hätten jetzt sterben können, Mann. Jetzt verteidigt der Mann, gell? Ich sehe es doch, nein, okay. Alter, du kleines hässliches Drecksding. Normalerweise defendest immer, Mann. Du kleines Scheiß-Drecksding, Mann. Zum Glück habe ich hier den Special Move gemacht, Mann. Aber wie unfair das ist, Mann. Ich habe meinen Special Move eingesetzt und er hat seinen Special Move eingesetzt. Und sein Special Move kommt vor mir. Das finde ich richtig unfair. Aber nun gut, so ist das Spiel halt nun mal. So, da, was haben wir hier? Bam! So, mein Ziel ist es nämlich hier, die erste Arena abzuschließen und in der zweiten Arena nochmal gescheit zu leveln. In der ersten kann man nicht so geil immer leveln. So, aber hier ist mir das scheißegal, weil die ersten 3 Moves hau ich raus und dann ist er eh schon weg. So. Und weg mit dir. Ich bin gespannt, was uns am heutigen Tag erwartet. Ich glaube, wie gesagt, wie Saber es auch schon gesagt hat, nicht, dass Leon uns jetzt unbedingt hier schon im Vorhinein töten will. Aber er wird wahrscheinlich kommen, weil jeder Master ist bis jetzt einmal gekommen und hat uns herausgefordert aus Arani, aber die war auch eine feige Kuh. Scheiße. Hier setze ich Well of Puddles ein und dann brechen wir. Und ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, wann und wie wir ihm begegnen werden und was er dann machen wird und ob er uns dann hier zerfleischen wird, was ich ihm gut zutrauen würde. Und dann lassen wir das einfach alles mal ganz entspannt auf uns zukommen. Der Doomsday ist eh schon da. Das war unser Gegner, den wir gerade bekämpft haben. Und das sieht doch eh gut aus. Ja, wir haben eh keinen Auftrag von Tiger, also boah, erwarte ich mir jetzt nicht so viel. Ich weiß immer noch nicht, für was gut ist diese Tiger-Quest, aber wir machen das schon. Ich will am Ende dann irgendwie so, keine Ahnung, nochmal ein Bild von mir und Saber. Das fand ich echt gesagt am schönsten von dem Geschenk. Scheiße. Kann ich fliehen? Wild of Paddles breaking. Könnte gut laufen. Könnte sehr gut laufen. Sehr geil! Inzwischen ist wirklich mein Standard-Move immer einfach den Gegner schocken und dann angreifen. Das ist die beste Strategie.
So, lala, Leute, an dieser Stelle, wir tun in letzter Zeit viel Dungeon grinden und beim nächsten Mal würde ich sagen, werden wir damit auch weitermachen. Doch wir müssen jetzt erstmal einen kleinen Cut machen und beim nächsten Mal geht es dann, würde ich sagen, weiter mit Let's Play Fate Extra. Bis dahin, haut rein, auf Wiedersehen, ciao.